Hallo, herzlich willkommen auf dem Weg des Scheiterns. Schön, dass du dich hierher geirrt hast. Mein Name ist Nina. Auf der stetigen Suche danach, wie etwas besser laufen könnte, stelle ich immer wieder fest, dass sich oft gerade dann Möglichkeiten für Erkenntnisse öffnen, wenn etwas nicht wie geplant verläuft. Das Scheitern erscheint dann plötzlich als eine Art Spur, die zu etwas führt, das von Menschlichkeiten erzählen kann. Solchen Spuren möchte ich in den Episoden dieses Formats folgen. Vielleicht kann dir der ein oder andere Gedanke eine Reisebegleitung sein. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Hören und alles erdenklich Gute für deinen ganz eigenen Weg. Hallo, grüß dich. Irgendetwas sagt mir, dass es an der Zeit ist, mal über das Thema Manipulation zu sprechen. Aber merkwürdigerweise scheint sich das zu verschränken. Also was heißt merkwürdigerweise, aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet. Scheint sich das irgendwie zu verschränken mit dem Thema Flirten. Ist irgendwie ganz spannend, dass gerade in meinem Gehirn dieses doch vielleicht irgendwie eher düster besetzte Thema der Manipulation oder des Manipuliertwerdens sich verlinkt mit einem Thema, was vielleicht auch wirklich anders zu vergnüglichen Worten ist. Na, ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, um vielleicht erstmal mit dem Thema der Flirterei zu beginnen. Ich glaube, dass es relativ viele Missverständnisse gibt um die Kunst oder Praxis des Flirtens. Und das hat sicherlich auch eine ganze Menge damit zu tun, wie diese Kunst versucht wird, vermittelt zu werden durch Menschen, die dir eine wasserdichte Technik und Floskeln beibringen wollen, wie du jede Frau, jeden Mann, jedes andere Geschlecht, was auch immer, rumkriegst. Und also wir wollen von etwas, und das wird sich wahrscheinlich jetzt im Laufe dieses Selbstgesprächs herausstellen, oder ich sehe es schon kommen, es ist eine Sache, bei der es nicht um Garantien geht. Also auch nicht um die Frage, wie viele Erfolge zählen wir oder wie viele Menschen haben wir jetzt irgendwie dazu bewegt, mit uns in Kontakt zu gehen und irgendwie zu bleiben und irgendeine ganz bestimmte Rolle einzunehmen. Wenn wir Flirten also als etwas betrachten, das eine ganz bestimmte Reaktion hervorrufen soll und als etwas betrachten, bei dem wir versuchen, die Oberhand zu haben oder Kontrolle auszuüben, dann glaube ich, haben wir es schon gar nicht mehr mit Flirten zu tun, sondern sind schon mitten in der Manipulation oder in der Verhandlung auf einer anderen Ebene. Oder im Verkaufsgespräch vielleicht eher. Ich glaube, wenn wir das ernst nehmen als Praktik, das Flirten jetzt, dann bewegen wir uns auf einer Ebene, auf der wir einen Versuch in Richtung des anderen machen und uns dessen gewahr sind, dass das ein Versuch ist, dass das
auch ins Leere laufen könnte, dass das Irritation hervorrufen könnte, dass das auf etwas stoßen könnte, wo Abwehr passiert, dass das vielleicht gar nicht als das identifiziert wird. Also es ist ein Wagnis in dem Sinne, dass ich nicht genau weiß, was ich davon haben werde. Ich glaube, das ist wichtig, dass Flirten genau das behält. Und was ich aber häufig beobachte, sind diese scheinbar geglückten Flirtversuche, bei denen dann vielleicht der Outcome ist, dass ein Mensch eine Zeit lang irgendwie im Gespräch gehalten werden kann oder vielleicht sogar echt zu irgendwas überredet werden kann, was dann zu weiterem Kontakt führt. Aber man spürt eigentlich diese Gier, sage ich mal, oder diese Nervosität bezüglich der Frage, was kommt dabei heraus. Und irgendwie gibt es dann auch diese Formen, bei denen es mir eigentlich immer eher so scheint, als würde ein Mensch einen testen. Also als würde ein Mensch versuchen, einen zu überrumpeln und auch ein bisschen testen, wie viel man aushält. Man nennt das schnell mal irgendwie necken oder sowas oder ärgern. Aber wenn wir es uns genau anschauen, dann hat es manchmal so etwas von man testet die Grenzen, weil man sich eigentlich nicht sicher fühlt mit sich selbst. Das heißt, man versucht sich ganz stark oder da versucht sich jemand ganz stark an den vermittelten Grenzen und an der Reaktion des anderen zu orientieren. Nicht, weil es um Kontakt vielleicht so sehr geht, weil Kontakt ja auch immer dieses Wagnishafte hat im Sinne von, man weiß nicht, was passiert und man bewegt sich an den Membranen und man tastet eben irgendwie vielleicht auch erstmal vorsichtig und bleibt an diesen Stellen in Bewegung und lässt sich auch durch Kontakt zum Beispiel verändern. Also lässt es zu. Und bei diesen, ich nenne es mal verunglückten Flirtversuchen, die so ein bisschen was Gewaltvolles auch haben können und was Zwingendes, da habe ich irgendwie fast immer den Eindruck, dass es darum geht, dass sich dann ein Mensch versucht zu versichern. Dadurch, dass er irgendein Manöver versucht, um irgendeine ganz bestimmte Reaktion zu bekommen von einem Gegenüber. Und genau, das geschieht eben gar nicht so selten durch Überrumpelung. Das geschieht gar nicht so selten über gezielte Grenzübertritte. Das geschieht auch gar nicht so selten dann, wenn eine Unsicherheit eines anderen Menschen ausgenutzt wird. Und es tarnt sich irgendwie als Flirten, weil es vielleicht eine ähnliche Sprache versucht zu sprechen oder eine ähnliche Mimik verfolgt, oder Gestik. Aber ich halte das für ein riesiges Missverständnis. Und das ist eigentlich sogar sehr schade, weil ich glaube, dass so etwas wie das Flirten eine unheimlich schöne Größe ist oder ein unheimlich schöner Ort ist, um auf etwas hinzuweisen. Nämlich, dass es beim Flirten überhaupt nicht darum geht, in welcher Konstellation man zueinander steht, in welchem Rollenverhältnis, sondern dass man wie so ein paar winzige Stupser austauscht und völlig erlaubt, dass in diesem Kontakt sich der Kontakt so entwickelt, wie er sich entwickeln will. Das heißt, es kann eigentlich eine unheimlich schöne Form der Begegnung sein. Wenn das nämlich glückt, also wenn es glückt als das Versuchbleiben und das Spiel. Und dieses Spiel braucht eigentlich die Augenhöhe und nicht, dass irgendwie die Schwäche eines anderen ausgenutzt wird oder dass man versucht, den anderen zu schwächen, damit man ihn irgendwie wieder aufheben kann. So Quatsch. Das sind Strategien. Das ist beim Flirten aber, glaube ich, kein Strategiespiel.
höchstens dann, wenn wir die Augenhöhe haben und die Leute das halt gerne so mögen, aber also wahrscheinlich gibt es beim Flirten eben auch ganz verschiedene Genres, aber ich würde sagen, es geht viel darum, in einen verspielten Kontakt miteinander zu gehen, aus der Spontanität heraus, ohne ein bestimmtes Ziel anzuvisieren und ohne den anderen zu zwingen. Und sobald ein anderer merkt, dass er nicht gezwungen wird zur Begegnung, oder gezwungen wird zur Beziehung oder Bezugnahme, sondern eingeladen wird in dieses Spiel, entwickelt sich ja eine Art Tanz vielleicht. In diesem Aufeinandertreffen, in diesem beinahe sich verpassen. Und das kann auch etwas sein, das uns unserer selbst gewahr wird. Gerade weil wir uns nicht auf den anderen draufpflanzen. Also vielleicht wieder daneben gestellt, der Verunglückte versucht zu flirten oder zu glauben zu flirten, hat immer öfter auch etwas davon, so einen Stupser durch die Grenze des anderen zu machen. Oder Stupser hatte ich eben schon eigentlich in dem positiven Sinn. Deswegen, also vorzustoßen. In den Bereich des anderen, wie mit einem Trick. Und dann dort aber zu bleiben und dieses Feld plötzlich zu besetzen. Und in dem Moment, wo der andere auch nur ein kleines Signal davon gibt, dass er sich auf den Kontakt einlässt, sich da irgendwie zu verankern und den anderen im Kontakt zu würgen und zu etwas bringen zu wollen und all diese Dinge, die dann da dort vonstatten gehen können. Und der andere ist unter Umständen so verwirrt davon, dass er das auch zulässt. Und dann kann sich von dort aus eine ganze Reihe weiterer Missverständnisse anketten. Die Frage ist, ob es dann Manipulation ist, wenn es bewusst passiert. Also wenn der andere wirklich strategisch und mit dem Wissen, dass er das tut, genau das tut, oder ob es auch schon Manipulation genannt werden kann, wenn der andere das unbewusst tut, aus einem Muster heraus. Woher kommen diese Muster? Ich glaube, die kommen nicht nur von den Pickup-Artists, sondern dass wir so empfänglich dafür sind, dass wir so versucht sind, diese Dinge zu verwenden, um andere Menschen zu etwas zu bringen, was wir glauben uns zu wünschen und wovon wir uns Erfüllung versprechen, aber vor allem Bestätigung versprechen. Ich glaube, der Ursprung für die Anfälligkeit, zu solchen Dingen zu greifen, liegt viel früher und hat eigentlich ganz tragische Gründe. Und ich vermute dahinter etwas, wo für einen Menschen und nicht nur für einen Menschen oder besondere Menschen, sondern für sehr viele Menschen und vielleicht sogar für den Großteil der Menschen, weil das mehr oder weniger ja zur Norm geworden ist, einander zu manipulieren, das überall anzuwenden, wo es nur geht. Aber ich glaube, es kommt aus der Erfahrung, dass Kontakt und Berührung und Begegnung nicht gewährleistet war, dass es nicht zu diesem Spiel kommen konnte, wo es tatsächlich extrem wichtig gewesen wäre, dass dieses Spiel erlebt und eingeübt wird. Und ein sehr wichtiger Teil der basalen Kontaktentwicklung ist für sehr, sehr kleine Menschen. Es gibt die Phänomene, dass sowohl Personen, die in der Elternrolle sind, ihre Kinder mehr oder weniger verführen. Mit Belohnung und Strafe und allem, was vielleicht erstmal nicht danach aussieht, aber eigentlich den Geschmack dessen hat.
dazu zu bringen, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen oder die eigenen Ansprüche, denen gerecht zu werden und vielleicht auch manchmal eine Rolle einzunehmen, die dieses Kind definitiv nicht haben sollte. Und da wird das gelernt. Es kann auch dann sein, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass das Kind diese Strategien übernimmt oder vielleicht ganz eigene entwickelt, um diese wichtige erste Bezugsquelle, diesen wichtigen ersten Ort, der zunächst der Anker ist für das sehr kleine Kind, Strategien, um seinerseits dieses Elterngegenüber zu verführen, für die Sicherheit dieses Kindes zu sorgen. Das heißt, aufmerksam zu sein. Das heißt, Wünsche zu erfüllen. Das heißt, auf Nein zu reagieren. Und wenn es nicht irgendwann dazu kommt, dass andere Erfahrungen gemacht werden, dann kann es sein, dass sich diese Manöver und Strategien weiter tragen und im Menschen sozusagen unbewusst ablaufen, wenn diese Situation ins Spiel kommt, dass wir Kontakt aufbauen wollen zu einem Menschen, der uns aus irgendwelchen Gründen interessiert oder der uns aus irgendwelchen Gründen vielleicht wichtig wird. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, ein Elternmensch, eine Mutter, ein Vater sollten, sofern sie es geschafft haben, erwachsen zu werden in dieser Kultur, was eine weitere große Kunst ist, in der Lage sein, auszuhalten und zu bemerken, wenn ein Kind versucht, mit Manipulationen dieses Elternteil dazu zu bringen, eigene Bedürfnisse zu erfüllen. Und vielleicht auch die Situation daraufhin zu beforschen, ob das jetzt der Versuch eines Spiels ist, was man dann natürlich irgendwie, worauf man dann Einfluss nehmen kann, liebevoll, oder ob es tatsächlich schon zu etwas geworden ist, was ein handfestes Muster ist und was eigentlich aus einer Art Verzweiflung kommt, aus einer eigentlichen Unsicherheit oder aus einer eigentlichen Verunsicherung, einer tiefen. Ich bin nun allerdings nicht Mutter, deswegen kann ich davon nicht aus erster Erfahrung sprechen. Aber aus meinen Interaktionen mit Kindern ist mir das durchaus aufgefallen, dass es da, sofern man sich daran erinnert, dass man eben die erwachsene Person in dieser Konstellation ist, es auch möglich ist, sanften Einfluss darauf zu nehmen, ob jetzt beispielsweise ein Kind mit so einem Spiel zum Beispiel durchkommt oder nicht. Oder ob man es quasi elegant wenden kann, dass dabei eine Erkenntnis herauskommen kann oder auch irgendwie für das Kind beispielsweise die Möglichkeit entsteht, Frustration auszuhalten, was eine unglaublich wichtige Fähigkeit ist und auch später werden wird. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei den erwachsenen Flirtern und Flirterinnen angekommen. Ich glaube, dass die Angst, die eigene Frustration nicht aushalten zu können, wenn etwas dann nicht so geschieht, wie man sich das wünscht, und die eigene Bedürftigkeit tatsächlich in diesem Moment vielleicht auch erst wirklich bewusst wird und klar wird und deutlich wird, weil sie im Frust auftaucht. Da könnte der Versuch, die Situation zu beherrschen und den anderen zu bezwingen, auch ein Vermeidungsmanöver sein, um eben mit diesem Frust nicht in Berührung zu kommen. Der könnte nämlich innen auch etwas sehr Großes aufreißen. Von der anderen Seite her, wenn man den Eindruck hat, ich glaube, ich werde hier gerade manipuliert, oder wenn man sich die Frage stellt, oder wenn man vielleicht sein ganzes Leben lang sehr, sehr viel manipuliert wurde, aus vielleicht teilweise genannten Gründen von eben,
dann kann das sein, dass man so ein bisschen paranoid wird und das überall erstmal vermutet. Es kann sein, dass das gar keine Paranoia ist, sondern eine sehr realistische Einschätzung. Und es wäre aber tatsächlich unheimlich schade drum, wenn man die Situationen verpasst, in denen eigentlich so etwas wie ein Flirt, und ich meine damit überhaupt nicht nur romantische Begegnungen, sondern völlig alltägliche andere, scheinbar beiläufige Begegnungen. Und ich meine noch nicht mal auch irgendwie, dass das nur unter Menschen passieren muss. Es gibt ja durchaus auch solche Situationen im Kontakt mit Tieren beispielsweise. Oder mit allem, womit du eben flirten kannst, wenn du das möchtest. Oder ja, auch mit einem Gedanken beispielsweise. Es wäre schade, wenn man diese Situationen verpasst, denn die sind wertvoll, die sind unheimlich genussvoll, die sind beglückend. Und ja, das Tanzen ist, glaube ich, auch dann in diesen Situationen die Zauberformel, wie in so vielen anderen auch. Denn der Tanz ist in meiner Denkwelt etwas, das diese wunderbare Konstellation beibehält, dass da mindestens zwei Instanzen, also Positionen, Figuren, Menschen, was auch immer, in einer Form von Interaktion miteinander sind, bei dem beide sie selbst bleiben und zugleich sich berühren und dort etwas Drittes erschaffen, mindestens etwas Drittes. Und das hat einen unglaublichen Wert, das ist eine zusätzliche Bewegung, eine neue Qualität, die dadurch geschaffen wird. Und manchmal habe ich den Eindruck, es geht fast im Leben nur darum, immer wieder auf diesen Tanz zurückzukommen, weil der nicht nur schön und elegant ist, sondern auch Frieden erzeugt. Davon bin ich wirklich überzeugt, das ist, was ich immer wieder beobachte. Also die Dinge tanzen zu tun, ist, glaube ich, das Geheimnis. Und eben in dieser Weise am Leben teilzunehmen. Wie kann man aber dann Manipulation von diesem Tanz unterscheiden oder vom Flirt? Von der Einladung? Manchmal ist das gar nicht so einfach, je nachdem, was in einem festsitzt, je nachdem, worauf man reagiert, unbewusst, je nachdem, was einen anzieht, aber nicht aus einer Suche nach der gelingenden Situation, sondern oder einer Ausrichtung auf das Gelingen, sondern worauf man unbewusst reagiert, aus Traumagründen im Endeffekt. Darauf läuft es dann hinaus. Kann das sein, dass man sehr stark reagiert auf die Situation, tatsächlich manipuliert zu werden, weil es einem so familiär vorkommt, weil es sich so vertraut anfühlt. Und das kann sehr schnell verwechselt werden mit der Vertrautheit, die, würde ich sagen, noch viel basaler ist. Nämlich das Urvertrauen, schwieriges Wort, vielleicht nicht unproblematisch und vielleicht auch tatsächlich schwer möglich für Menschen heute. Aber Kontakt zu wünschen, sich über Kontakt zu freuen, müsste eigentlich ein ganz tiefes Bewegnis im Menschen sein, denke ich. Und ich glaube, das zeigt sich sogar in unseren gescheiterten Versuchen, das zeigt sich sogar in unseren missglückten Interaktionen, dass der Wunsch eigentlich da ist, vielleicht sogar irgendwie in der Manipulation. Und der Wunsch ist richtig. Aber der Versuch, das zu verwirklichen, ist einer, der definitiv nicht zu dem führt, was er eigentlich vielleicht anpeilt. Und Manipulation ist vielleicht so etwas wie die pervertierte Ausrichtung auf Kontakt,
die so sehr fürchtet, ihn nicht herstellen zu können und ihn wieder zu vermissen und zu verpassen, dass es zu diesem Versuch wird, den anderen zu bezwingen, zu überreden und in irgendwas reinzuquatschen. Um ja nicht leer ausgehen zu müssen. Und wenn eins für mich immer wieder gescheitert ist, wenn es mir darum ging, keinen Bock mehr drauf zu haben, ständig manipuliert zu werden und immer wieder aus allen Wolken zu fallen, wenn es dann irgendwie klar wird und auffällt und immer wieder in die gleiche Falle zu tappen oder in ähnliche Fallen zu tappen. Sich immer wieder darauf einzulassen, immer wieder hineinzugeraten in diese Konstellationen, in denen das dann irgendwie gang und gäbe wird. Einander zu manipulieren und zurück zu manipulieren dann. Diese Kindergartengeschichten, die dann aber doch irgendwie sehr schmerzhaft und auch sehr gefährlich werden können. Immer wenn ich dann versucht habe, den anderen dazu zu bringen, dass er das bitte nicht mehr mit mir macht, ist das definitiv in die Hose gegangen. Also das hat in meinem ganzen Leben noch nie funktioniert, einen anderen Menschen darauf hinzuweisen, sodass er dann plötzlich mit dem aufhört, was er vielleicht noch nicht mal aus einer stetigen, bewussten Entscheidung tut, sondern eben aus einem eigenen Versagen des Bewusstseins sozusagen, Versagen des Gewahrseins, aus einer eigenen Not, aus einer eigenen Bedürftigkeit, die nicht integriert ist. Und ich glaube, das Einzige, was man tun kann, ist, wenn man es damit wirklich ernst meint, keinen Bock mehr auf Manipulation zu haben, ist, so gut es geht und auch so präzise und so ernsthaft wie möglich, sich selbst erstmal zu beforschen auf diese Mechanismen. Und herauszufinden, wann mache ich das? Wie mache ich das? Wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich das tue? Welche Situation geht dem voraus? Welche Situation folgt dem? Mit welchen Menschen, in welchen Gefügen mache ich das? Mache ich das gerade da, wo ich grundsätzliche Unsicherheiten verspüre? Mache ich das da, wo ich vielleicht glaube, ich wäre so eine Art Fisch im Wasser, aber dieses Gefühl eigentlich nur dadurch entsteht, dass ich das Gefühl habe, die Situation immer kontrollieren zu können, weil ich so kunstvoll manipuliere. Weißt du, was ich meine? Es ist sicher fühlen ist gut und ich glaube, sicher fühlen erlaubt auch Unsicherheit zuzulassen oder Fragen oder Irritationen. Es gibt aber dieses in Anführungsstrichen zu sicher sein. Und es ist manchmal unheimlich schwierig, das zu erkennen. Das ist da, wo wir uns verbarrikadieren in, ein Wort, das sehr häufig frequentiert wird und vielleicht auch Unterschiedliches meinen kann, vielleicht ein bisschen ausgelatscht ist, aber wo wir uns verbarrikadieren in der Komfortzone. Wo wir uns drin einrichten und Situationen immer versuchen gleich zu gestalten. Und routiniert vielleicht auch irgendwelche Hierarchien aufrechterhalten. Das sind Situationen, die so etwas sein können, sozusagen verdeckt. Wo wir gucken könnten, mache ich das da vielleicht? Und mache ich vielleicht auch die Erfahrung, dass alle Menschen immer gleich reagieren und gefällt mir das irgendwie? Das ist vielleicht ein ganz guter Indikator, denn ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass es gibt Individualität. Es gibt Menschen, die unterschiedlich auf das Gleiche reagieren. Oder so sollte es eigentlich sein. Weil das Leben eigentlich gesetzmäßig eine unfassbare Vielfalt ist. Und ich glaube, dass das Leben natürlich auch viel spannender ist, wenn Menschen unterschiedlich auf einen selbst reagieren und man auch da eben diese Pluralität erlebt. Und das andere ist auch tatsächlich ein genaueres Wissen und ein genaueres Gespür dafür zu entwickeln, was einen anfällig für Manipulation machen könnte.
Also natürlich auch die Analyse der eigenen Geschichte, die Beforschung und Untersuchung dessen, was einem ein bisschen zu bekannt vorkommt vielleicht. Was einen vielleicht zu schnell überzeugt. Was dazu führt, dass man sich selber die Möglichkeit des Nein irgendwie ausredet. Was dazu führt, dass man sich selbst in Situationen hinein überredet. Das könnten auch so Marker sein. Und dann kann es tatsächlich auch so sein, dass man sich in einer Welt vorfindet, in der einem plötzlich aufgeht, wie überall Manipulation ist. Also es ist wie, man ist umzingelt davon plötzlich. Und was macht man dann? Wie kann man die Nerven behalten und nicht daran irre werden? Und sich wirklich davon nicht irre machen lassen, also einerseits nicht davon, dass das passiert und andererseits nicht davon, dass man das plötzlich mitkriegt, sondern das Mitkriegen und einfach nur nicht darauf zu reagieren, es einfach nur nicht dazu kommen zu lassen, sich auch nicht vielleicht mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, denn es passiert ja ohnehin und ich weiß, wie schwierig das ist. Also für mich ist es schwierig, nicht wütend zu werden, wenn ich das mitkriege. Also, oder was heißt wütend werden? Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wütend zu werden, aber eben nicht die Wut auszuagieren, damit, dass man dem anderen etwas entgegenschleudert, sondern das wahrzunehmen, die Wut positiv für sich zu wenden, um die Aufmerksamkeit zu schärfen. Das geht nämlich mit Wut. Und Wut verdient 5000 eigene Folgen als Thematik. Aber ja, hier ist nur ein kleiner Verweis darauf. Das heißt, eine Klarheit damit zu entwickeln. Und wie kriegen wir das? Ich glaube, auch da ist wieder eine ganz wichtige Zutat Verkörperung. Spürst du dich noch? Spürst du deine Füße vor allem? Das ist das, womit du die Bodenhaftung eben nicht verlierst in einer Situation, in der dich jemand versucht einzulullen, vielleicht sogar zu fesseln und zu Fall zu bringen, im übertragenen Sinne. Verlierst du dich in Gedanken? Verlierst du dich in Überlegungen dazu, ob das jetzt gut oder schlecht oder was auch immer ist? Verlierst du dein Gespür dafür, ob du das willst oder nicht? Denn eigentlich müssten, ich sage mal, unsere Instinkte permanent abrufbar sein. Sie müssten eigentlich permanent für uns zur Stelle sein, um uns darin zu unterstützen, eine Situation zu beurteilen. Und jetzt nicht im Sinne von gedanklich beurteilen, sondern sehr, sehr schnell, sehr unmittelbar. Was auch meine Erfahrung ist, ist tatsächlich, je mehr man verkörpert, desto mehr, sofern es sich nicht gerade irgendwie um eine Phase handelt, wo man sehr, sehr viel Altes prozessiert, sondern wenn man dann mehr oder weniger mitten im Leben landet, dann fühlt es sich manchmal so an, als wäre man so eine Art Lügendetektor auf 2 Beinen. Das ist tatsächlich eine ganz interessante Sache. Man weiß genau, wenn jemand lügt, und es ist tatsächlich oft so, dass es dann auch sich als genau das herausstellt. Man kann das spüren, wenn jemand an einem zieht. Und man kann es tatsächlich, und das ist die gute Nachricht, auch spüren, wenn jemand flirtet und wenn jemand nicht an einem zieht, sondern wenn dieser Tanz im Begriff ist zu entstehen. Das ist ein ganz klarer Unterschied. Da gibt es keinen Angriff. Da gibt es sozusagen auf Ebene der Felder, des intersubjektiven Feldes, gibt es so eine Art Kuss. Da gibt es den ausgestreckten Finger, da gibt es diese minimale Berührung. Und die ist unheimlich intensiv. Es ist nur eine andere Art Intensität, als das überwältigt zu werden. Das heißt, so eine Art Hyperaufmerksamkeit darauf, dass man manipuliert werden könnte, ist nicht unbedingt hilfreich. Sich aber immer wieder reinziehen zu lassen in irgendeinen Bockmist, ist auch nicht hilfreich. Denn wenn sich das chronifiziert, wird es im Grunde immer schlimmer. Es kann sogar gut sein, sich für eine Phase lang tatsächlich mal so ein bisschen aus dem Verkehr zu ziehen.
je nachdem, was einem Menschen passiert ist und worin er immer wieder vielleicht auch genau aus diesen Gründen gerät, ist es manchmal wichtig, so ein bisschen zu entgiften von dieser Art von Kontakt ist als Wort unpassend. Fesselung oder Gefecht. Um wieder eine Erinnerung und ein Gefühl dafür zu bekommen, wer man ist, wenn das nicht passiert. Es gibt dafür ganz, ganz wunderbare Techniken und ich glaube wirklich, Embodiment, Verkörperung ist ein Schlüssel, gerade auch für diese Dinge, um auch tatsächlich eine Souveränität zu entwickeln, die mit Wissen über diese Strategien und Manöver gekoppelt sein kann, aber eben nicht aus einer Panik heraus ständig überall diese Manöver liest, wo sie vielleicht auch nicht notwendig sein müssen. Sondern von einer gewissen Standfestigkeit immer mehr lernen kann zu differenzieren und immer mehr sich auch traut, sich vielleicht mal zu irren und eine vorschnelle Bewertung einer Situation nicht unbedingt stehen lassen zu müssen, sondern auch von da aus, also selbst von einem missglückten Flirtversuch oder von einem Manipulationsversuch eines anderen Menschen oder auch von einem selbst, diese Situation noch abschließen zu können und von da aus wieder neu bereit und in der Lage zu sein, eine andere Form von Interaktion dann zuzulassen, wenn sie kommt. Ja, das ist schön, weil dann kann es auch immer wieder zu Überraschungen kommen. Und ein anderes ist, sukzessive immer weniger den Kontakt zu brauchen für die eigene Bestätigung, für die eigene Sicherheit. Und ich sage nicht, dass wir keinen Kontakt brauchen für Sicherheit und Bejahung. Aber es gibt eben diese Formen von Kontakt, die das wirklich nachnähren können. Und die kann man auch finden. Und ich glaube, die sind in vielen Fällen ganz hilfreich, wenn sie auch systematisch sind. Das heißt, wenn Menschen genau diese Qualität suchen und einüben miteinander, damit dieser Unterschied glasklar wird irgendwann. Das wäre natürlich wundervoll. Und andererseits aber auch eine Form von Kontakt mit sich selbst zu etablieren. Und das führt manchmal eben auch durch die Dungeons, durch die düsteren Kammern. Also was heißt manchmal? Tut es. Also ich habe noch nie einen überzeugenden Fall gehört, wo das nicht geschieht. Aber diesen Kontakt mit sich selber wirklich zu suchen, wirklich auch in erster Instanz immer wieder zu suchen. Denn das ist der Punkt, von dem aus du blickst, von dem aus ich blicke, von dem aus wir hören, von dem aus wir überhaupt in Situationen treten. Diese absurden, gelernten Konditionierungen abzubauen, indem man gleichzeitig die Standfestigkeit da findet, wo sich Souveränität nicht erweisen muss, sondern einfach als eine Art existenzial spüren lässt. Nämlich eine eigene Perspektive wirklich einzunehmen. Wirklich sozusagen an die eigene Stelle zu rücken, in sich zurückzukehren. Das immer wieder zu üben. Ich glaube, das ist die Basis aller möglichen spirituellen Praktiken und Übungen. Aber es muss nicht die klassische Meditation sein, es muss nicht Yoga sein, es muss nicht dies oder jenes sein. Für manche Menschen ist das zum Beispiel Musik, für andere Menschen ist es Bewegung. Was auch immer es für dich ist, wenn es dich in dich zurückbringt und immer mehr dich spüren lässt, dass du selbst ganz bist und nicht fragmentiert. Selbst dann, wenn noch Aspekte von dir fragmentiert sind. Aber dieses Hologramm, diese Erinnerung an diese Ganzheit immer wieder auch zu suchen und zu spüren und Erfahrungen davon zu machen. Das ist wahnsinnig hilfreich. Je mehr wir das erinnern, desto mehr können wir uns darauf zurückbesinnen, wenn wir tatsächlich nicht sicher sind, was gerade passiert.
Und das Letzte, das hatten wir schon letztens beim Misstrauen. Wenn jemand dir hoch und heilig verspricht, dass er dich nicht manipulieren wird und es ein Mensch ist, der das in einer Sprache sagt, die du verstehen kannst, das heißt einer Kultursprache, dann würde ich sagen, kann man tatsächlich davon ausgehen, dass das nicht stimmt. Es gibt die Möglichkeit, dass ein Mensch sagt, ich möchte dich nicht manipulieren. Aber es kann sein, dass es mir passiert. Und wenn es mir passiert, dann bitte mach mich darauf aufmerksam. Dann bitte wehre dich dagegen. Dann bitte trau mir nicht. Trau im Zweifelsfalle deinem Gefühl. Versuch nicht, meine Wünsche zu erfüllen, wenn es deinem eigenen Weg in die Quere kommt, wenn es dir gar nicht entspricht. Ein Mensch, der das sagt, wird auch die Möglichkeit mit einbeziehen, dass er dich manipuliert. Weil wir uns nicht immer dessen gewahr sind. Es gibt eben auch diese andere Form des, ich sag mal, nicht gewollten Manipulierens. Oder nicht bewusst gewollten Manipulierens. Und ein Mensch, der behauptet, er würde das nicht tun, ich weiß es nicht. Ich kann das natürlich nicht letztendlich sagen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass dieser Mensch keine Ahnung hat, was er da sagt. Und dass das eigentlich sehr off ist, zu behaupten. Und eigentlich wahrscheinlich ein weiterer bewusster oder unbewusster Manipulationsversuch ist. Ich glaube, dass wir da einiges miteinander zu tun haben, also einiges zu erarbeiten haben miteinander. Und das führt durch die Manipulation, das führt durch den Frust, das führt durch den vielleicht auch Streit, durch die Auseinandersetzung, das führt durch das Misstrauen, das führt durch das Wiederaufnehmen der Fäden, wenn man das möchte. Das führt durch die volle Akzeptanz des Nein, das führt durch das Erarbeiten, mit Grenzen umzugehen, indem wir sie abfeiern, sozusagen, indem wir sie nachbauen. Und das führt eben durch all dieses Ungeschickte. Und da ist es unrealistisch zu sagen, ich werde das mit dir nicht machen. Geh mal besser davon aus, dass ich dich hier gerade manipuliere. Selbst wenn ich sage, ich will das nicht. Im Zweifelsfalle geh davon aus. Teste mich. Also teste, was du damit anfangen kannst. Teste das, was ich zum Beispiel sage, wenn du das hörst. Ja, jetzt hörst du. Also wenn du das hörst, hörst du das. Prüf das für dich. Und zwar gründlich. Dann hast du was davon. Dann habe ich auch was davon. Das ist unheimlich wichtig. Denn wenn wir es echt alle ernst miteinander meinen, dann wollen wir dieses volle, dieses mit sich selbst gefüllte, sich selbst einnehmende, in sich selbst stehende Gegenüber. Dieses Gegenüber, was uns genau dadurch inspiriert und ermutigt, das Gleiche zu tun. Diese Auseinandersetzung, auch vielleicht manchmal dieses Kräftemessen, was kein Kampf im Sinne von Bullshit ist, sondern was woran sich beide stärken können. Es gibt diese Dinge, diese Phänomene und diese Interaktionen. Also Menschen haben eigentlich so viel drauf, wenn sie wollen. Und scheiß drauf, was dir irgendjemand übers Flirten erzählt. Du hast im allerschönsten Falle und keine Ahnung, du musst mir nicht glauben, aber ich verspreche es dir. Du hast deine eigene wunderbare, schöne Weise zu flirten. Du hast deine eigene Sprache, du hast deine eigene Musik, die du spielst. Und es gibt nicht nur einen Menschen, der genau das hören will und nicht irgendeine auswendig gelernte Scheiße. Und das sage ich mir übrigens immer auch selbst. Also,
Ähm, ich würde nicht über die Dinge sprechen, wenn ich nicht oft genug damit vor Wände gerasselt wäre, es zu verkacken. Der Grund, warum ich über irgendein Thema spreche, ist immer, dass ich oft genug damit scheitere, im Präsens, dass es mir irgendwann auffällt und dass sich von da aus der Wunsch entwickelt, vielleicht andere Richtungen zu finden. Es ist also, ich erarbeite mir den ganzen Kram hier im Sprechen manchmal und muss mich manchmal selber an diese Dinge auch erinnern. Also, damit machen wir das für heute mal zu und ich wünsche dir viel Spaß beim Flirten. Und sag mal bis zum nächsten Mal. Mach's gut.